Moin bei kugelbahn.de. Ihr seht schon, ich habe etwas bei Temu bestellt und ich möchte gleich vorweg sagen, das ist kein gesponsertes Video. Ich bin zwar von denen auch angeschrieben worden, von wegen Partner und sowas alles, aber ich habe mir das erstmal genauer angesehen und mich auch ein bisschen informiert und bin zu dem Schluss gekommen, da machst du lieber nichts mit. Nope, stop talking, go to jail. Denn der Laden ist, glaube ich, nicht so ganz seriös und wenn ihr die App auf dem Handy habt oder die App noch installieren wollt, dann löscht sie bzw. lasst es lieber bleiben, denn die betreiben wohl Datenklau in ganz großem Stil und noch diverse andere fragwürdige Methoden haben, die auch mehr zu sehen gibt es da im Video vom dunklen Parabelritter. Das verlinke ich euch mal hier oben in der Infokarte. Also, wenn ihr bestellt dort, dann nehmt eine Wegwerf-Mail-Adresse, nehmt den normalen PC, den Browser vielleicht noch im Inkognito-Modus und Zahlungen habe ich per PayPal erledigt, weil ich da dachte, da kriege ich im Notfall mein Geld noch am ehesten zurück. Und die Bestellung ist jetzt 3 Wochen her. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wirklich bestellt habe. Ich habe auch die Preise nicht mehr im Kopf. Deswegen ist das jetzt auch für mich ein bisschen eine Überraschung hier, was jetzt hier aus dem Paket rauskommt. Ja, und dann würde ich sagen, nach dem Intro packen wir das Teil mal aus. Jo, dann legen wir mal los. Hier ist ja nur eine Plastiktüte drum gezogen. Ist auch schon etwas zermackt hier, ein Karton. Ich schneide das jetzt einfach mal hier auf. Ich habe neben Kugelbahn-Sachen auch noch so etwas geordert hier. Und zwar sind das so Vitrinen, wo man Lego-Figuren reinstellen kann. Da sieht man dann hier ein bisschen besser. Die stelle ich jetzt aber nicht vor, weil die für den Herrn Sohnemann sind. Der hat nämlich Milliarden an Lego-Figuren auf der Fensterbank rumstehen und braucht da mal ein bisschen Ordnung rein. Okay, und damit wird das ganze Ding doch schon deutlich kleiner und ich hole jetzt einfach mal eins hier raus. Und zwar ist das dieses Produkt hier. Man sieht schon, es ist ein rein chinesischer Aufdruck. Ich nehme mal den Aufkleber vielleicht da raus. Das hier ist ein, ja, das Set, dachte ich. Das wäre eine Duplo-kompatible Kugelbahn, wie die Hobelino das so sind, aber es ist nicht so, es ist deutlich kleiner, aber es scheint zumindest irgendwie Lego-kompatibel zu sein und das Ding packe ich doch jetzt einfach mal aus. So, andere Perspektive, jetzt machen wir einmal hier auf. Wahrscheinlich kommen die ganzen Einzelteile jetzt auch in Einzelteilen da raus, oder? Ne, hier ist schon mal eine kleine Aufbauanleitung, okay, mit ein paar Klebeaugen, ja, müssten Augen sein für die Tiere. Und das sieht ja aus wie eine Lego-Grundplatte hier. Also es ist um einiges kleiner, als ich das erwartet hatte. Deswegen ja auch der Preis vermutlich. Und hier ist die Tüte mit den ganzen Einzelteilen drin. Baue ich das jetzt auf. Dann gibt es hier ein, oh, wow, das war irgendwas Schlechtes. Hier fängt das an mit Bauschritt Nummer 1 und auf der zweiten Seite geht es dann auch. Okay, scheinbar sind das 2 verschiedene Bahnen, die man hier konstruieren kann. Ich probiere es einfach mal. So, ich habe das Ding aufgebaut. Es sind ein paar Teile übrig. Es ist auch so ein Teileheber mit dabei. Ich schiebe jetzt erstmal an die Seite und rücke mal die Bahn selber ins Bild. Und ja, laufen tut die auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal die Trichter ins Bild und starte mal hier 2 Kugeln. Die Teile an sich passen relativ gut. Manche sitzen etwas locker wie diese hier. Unten beispielsweise, da ist es doch nicht unbedingt gut haltbar. Gut, braucht nichts tragen, aber ist schon ein bisschen nervig, wenn das dann abgeht. Ansonsten, manche muss man fester reindrücken, andere nicht so unbedingt. Und ja, so laufen die Kugeln da durch. Das ganze Ding ist vielleicht 13 x 13 und 13 cm hoch. Also nichts wahnsinnig Bewegendes. Okay, dann grabbel ich mal das nächste Teil hier aus der Tüte. Kann das also schwierig sein. So, und zwar... Ah ja, genau. Eine Bahn, wie man sie ja auch, ich sehe da ständig Werbung auf Instagram für und so, für diese Marble Genius. Und das ist die Marble Run. Moment mal, da habe ich doch schon mal vor 5 Jahren
so ein Set hier, und das ist das gleiche Set, glaube ich sogar. Herzlich willkommen zu Kugelbahn.de. Wir schauen uns in diesem Video ein Da waren auch so Glaskugeln bei. Schauen wir mal, ob das noch so weiter noch so ist. Machen wir mal auf. Sieht schon verdächtig danach aus. Ja, das ist da derselbe. Ja, genau, es sind auch die Glaskugeln drin. Und die Bedienungsanleitung war nur so ein Blättchen, wo das extrem... Es ist dasselbe Teil. Also ich würde sagen, ich stelle es jetzt ganz kurz vor und ich habe es ja schon mal präsentiert. Das ist dasselbe Ding, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, und es gibt hier viele verschiedene Teile, die durch die Bahn, durch die Kugeln durchlaufen. Und zwar solche Schlangendinger hier zum Beispiel und dasselbe in klein nochmal und hat auch ein bisschen Gefälle dann dabei. Und das Tütchen hier scheint es nur so Bahnteile zu sein und hier mehr so Konstruktionsteile. Auf jeden Fall scheinen die Tüten mal modernisiert worden zu sein und hier baut man sich halt so Säulen zusammen und dann lassen sich hier drauf wiederum die Bahnteile stecken und so baut man dann nach oben. Ich zeige euch jetzt mal den Karton nochmal, wo sich dann so etwas hier rausbauen lässt. Ich spare mir das jetzt mal, weil man wird sich vorstellen können und jeder, der mal 5, 6 Jahre alt war, wird wahrscheinlich auch mal sowas gehabt haben, weil ich die schon mit 5, 6 Jahren hatte, glaube ich. Jo, dann nehmen wir mal das letzte Teil. Es müsste noch eins drin sein, beziehungsweise jetzt ist das letzte Teil. Ja, und da ist noch irgendwas. Ne, alles klar. Hier hat es einen leichten Transportschaden gegeben. Ich erinnere mich auch gerade wieder dran, wieso ich die gekauft habe, weil das mal etwas anderes ist. Und zwar ist das irgendwie aus so verschiedenen Teilen, die auch senkrecht gebaut werden können. Hongji Toys ist der Hersteller. Ja, Rich Styling, Do It Yourself, Build by Hand. Natürlich baue ich das per Hand auf. Wie soll das auch sonst funktionieren? Und das mache ich jetzt einfach. Aber vorher ermitteln wir jetzt erstmal, ob es da zu einem schwereren Transportschaden kam. Okay, das sind schon mal irgendwelche Teile in fürchterlich knisternder Folie verpackt. Das sind diese Bauteile, wie ich eben meinte. Auch noch welche. Das sind die Kugeln, die müssen wir erst zusammensetzen. Na bitte. Weitere Bauteile. Oh, das knistert wirklich sehr laut. Was tut denn hier so weh? Aua. Ach so, okay, hier sind so Austrennteile. Sieht auch wie Förmchen für Weihnachtsplätzchen so ein bisschen. Und dann gibt es noch hier eine Bauanleitung und das war's. Okay, es scheint also kein Transportschaden da zu sein. Gut, blättere hier jetzt gerade durch die Bauanleitung und der Name DIY scheint Programm zu sein, denn es gibt gar keine Bauanleitung hierbei. Also nur so Bauvorschläge gibt es eigentlich. Dann probiere ich jetzt einfach mal irgendwas aus. So, mache ich mal auf hier und habe dann hier ja so verschiedene Bauteile. Ist schon sehr billiges Zeug, das biegt sich alles durch. Also auch nichts von großartigem Wert. Versuchen mal einen Quader zu bauen hier. So, der wirklich nicht stabil ist. Vielleicht wird es ein bisschen besser, wenn ich so eine Röhre dazwischen stecke, weil dafür sind ja diese Löcher wiederum da. Dann klappe ich das nochmal auf und baue mal die Röhre dazwischen. Oh, da muss man schon ganz schön fest drücken, damit das da reingeht. Gut, sorgt natürlich für Stabilisierung der ganzen Geschichte hier und dann habe ich hier jetzt eine Röhre dazwischen, wo da eine Kugel im Prinzip durchlaufen kann. Ich glaube, ich nehme mal das Ding jetzt als Grundlage und mache einfach mal weiter. Ich stecke 2 hiervon zusammen. Ne, geht gar nicht. Ach so, ich stecke die dann hier rein. Was sehr schwierig geht, wie gesagt. Und den anderen hier auf die Gegenseite. Sollte man natürlich in die gleiche Richtung machen. Und dann wäre das hier zum Durchlaufen. Okay, das ist ja jetzt gar nicht so schlecht. Aber das Problem ist jetzt natürlich, ich müsste ja jetzt eigentlich den rausnehmen, damit ich hier weiterbauen kann. Many unbearable hours later. Ich mache das jetzt mal so. Ich baue mir eine Kugel zusammen. So, ich präsentiere hier die wohl bescheidenste Kugelbahn der Welt. Ich starte jetzt einfach mal und sie sollte jetzt eigentlich da durchlaufen. Und ja, gehen tut das schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte mir von der Verpackung her, wow, das sieht ja mal nach einem guten Stecksystem aus und einer neuen Idee. Was das ist mir allerdings auch noch nicht so ganz klar. Und es ist noch eine weitere
Tüte da mit anders aussehenden Bauteilen, und zwar mit einem Sechseck drin und nicht dem Kreis, sprich hier laufen keine Kugeln durch, weil da auch diese Verbindungslöcher für fehlen für die Schienenteile. Das sind einfach nur Bauelemente, in die diese Deko-Teile hier reingesetzt werden können, und dann soll das vielleicht ein bisschen besser aussehen. Ja, Fazit, dann legen wir mal los und gucken mal, was ich so meine zu den Sachen. Wir fangen mal mit diesem Teil hier an. Das hat gekostet 7,59 € und entstanden daraus ist diese Bahn hier, die eigentlich gar nicht so schlecht ist, bringt ein bisschen Spielspaß rein. Auch die Anleitung ist nicht schlecht. Ich sehe gerade eine Lücke noch. Lohnt sich in meinen Augen nicht wirklich, weil es halt sehr klein ist. Wie gesagt, ich hatte eine Duplo-Bahn erwartet, in der Größe eigentlich. Nächstes Teil ist dieses Konstruktionsgerät hier. Ja, Idee nicht schlecht. Umsetzung von den Teilen her eher nicht ganz so prickelnd, finde ich. Und was halt blöd ist, dass nicht mal eine ordentliche Anleitung für eine Bahn wenigstens bei ist. So würde ich sagen, für 8,08 € kann man das durchaus mal machen, weil es mal ein anderer Ansatz ist. Aber auch ansonsten nichts Weltbewegendes und ja. So, letztes Teil. Ich habe gerade wirklich nochmal nachgeguckt. Ich habe das Ding wirklich schon ausprobiert. Link dazu gibt es jetzt hier oben in der Infokarte. Dort seht ihr diese Bahn im Einsatz. Es ist wirklich exakt dieselbe und ich glaube, ich habe damals bei Amazon dafür 19,90 € bezahlt und hier bei Temu habe ich bezahlt 11,57 €, also gar nicht so viel billiger. Ich würde allerdings auch sagen, wenn ihr diese Bahn bei Amazon für 20 € seht, dann kauft sie auch lieber dort ein. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, die Temu-App nicht zu installieren, und wenn ihr sie schon installiert habt, deinstalliert das Ding. Es muss wohl wirklich nicht ganz koscher laufen dort. Und ansonsten lasst gerne ein Like für das Video da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert das Bimmel-Bammel-Glöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier das nächste Video gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen, hat man glaube ich schon, und tschüss.